Was passiert eigentlich hinter den Kulissen, wenn eine KI in tausenden Dokumenten nach der richtigen Antwort sucht? Egal ob ChatGPT, RAG-Anwendungen oder semantische Suche, im Hintergrund arbeiten sogenannte Vector-Stores. Die sieht man selten, aber ohne sie geht rein gar nichts. Sie entscheiden maßgeblich über Qualität und Performance von KI-Systemen. Das Problem dabei, diese Datenbanken können richtig groß und aufwendig werden und richtig teuer. In dieser Folge schauen wir etwas hinter die Kulissen. Was steckt in einem Vector Store? Wie funktioniert er? Und vor allen Dingen, was kostet das Ganze, wenn es in die Praxis geht? Genau. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Innosoft AG. So, mein Lieber, heute gucken wir mal wirklich hinter die Kulissen, oder? Ja, aber richtig, ja. Wenn wir einfach mal so das gesamte Bild konstruieren, wo in der Abfolge, wenn ich so ein KI-System betrachte, wo ist ein Vector Store angesiedelt? Hinter den Kulissen trifft's schon gut. Also, wenn der User jetzt eine Frage an irgendein Modell oder an 'ne Chat-Anwendung schickt, dann ist der praktisch das Gedächtnis. Sprich, der geht dann hin und, holt praktisch den Kontext aus den Dokumenten, die wir in unserem Unternehmen haben, auf denen wir eine Antwort generieren wollen, stellt er die praktisch zur Verfügung. Das heißt also, wenn ich zig Dokumente, Datenbestände, was auch immer habe und möchte die in einer KI verarbeiten, dann muss ich so einen Vector Store erstmal Genau, irgendwie das aufbauen. ist das ist sinnvoll, ja. Dieses Aufbauen, da gucken wir ja gleich noch mal rein, da spielt dieses Embedding eine Rolle. Genau, Warum brauche ich das überhaupt? Wenn ich so eine Suche mache und suche nach irgendeinem Wort in irgendeinem Dokument, dann suche ich danach und finde eine genau. Ergebnismenge. Was macht jetzt der Unterschied bei einem KI-System? Beim KI-System ist es ja so, der User gibt ja in der Regel eine Frage ein, also eine natürlich sprachliche Frage, also einen zusammenhängenden Text und darauf funktionieren diese, ich sage mal, normalen Suchen, sowas wie Google, funktioniert da drauf nicht gut. Und was der User ja dann will, ist eine semantische Antwort. Also, er will, dass wir uns anschauen, was meint der User und darauf die Suche durchführen. Also, dieses semantische Ding im Genau, Sinne von genau, der Bedeutung. Wenn ich also nach Inosoft suche, dann findet Google halt alles, was mit Inosoft zu richtig, tun hat. Aber wenn ich eigentlich meine, was macht das Unternehmen genau, oder was ist das, dann, ja, ist die Trefferquote bei einer Google-Suche genau. wahrscheinlich gering und da hilft mir dann 'n KI-System. Genau, und insbesondere, weil der User dann womöglich nicht nur fragt: „Innosoft", sondern: „Was macht Innosoft und wo ist es angesiedelt?" Das ist 'n so 'n großer Suchbegriff und das wandelt halt das Embedding-Modell in einen Vektor um, also in 'ne Liste von Zahlen, mit der dann gesucht werden kann und 'ne semantisch ähnliche Antwort gefunden werden kann. Das heißt, es könnte auch sein, wenn ich Inosoft falsch schreibe, dass das System dann trotzdem über die Bedeutung erkennt, dass ich Richtig, Inosoft in Marburg meine oder genau, möglicherweise woanders. genau, exakt. Ähm Jetzt passiert ja da irgendeine Berechnung, irgendwas passiert da. Es ist ja kein Verständnis im eigentlichen Sinne, sondern das System rechnet ja. Mhm. Kannst du das mal noch mal kurz erläutern, wie das genau ausschaut? Also, dieses Embedding-Modell ist so trainiert, dass es ähnliche Eingaben möglichst nah beieinander behält, nah in diesem Vektorraum. Und damit entsprechend können wir die Frage von dem Nutzer auch ähnlichen Dokumenten zuordnen, die wir in dem Vector Store liegen haben. Also, es hat viel mit Mathematik, mit Ja, Statistik und so weiter zu tun und weniger mit Verständnis? nee. Also, es ist wirklich mehr Statistik. Und wenn man den Embedding-Modellen eben viele Daten gibt, dann bilden sich eben diese Statistiken relativ gut auf die semantische oder auf die grammatikalische Ebene von diesen Sätzen ab, die der User gegebenenfalls fragt. Und ja, es sind es einfach die Statistik von den Embedding-Modellen auf die Sprache anzupassen. Das heißt, ich habe also meinen Datenschatz, also ich habe meine 1.000, 100.000 Millionen Dokumente. Dann brauche ich irgendein Modell, ein Embedding-Modell Genau. und das rechnet es dann alles quasi durch und schmeißt das Ergebnis dann in so 'n Vektor-Store. Kann man das so Genau, sagen? also in der Regel hat man eine eigene Anwendung, die einfach die Daten, die man irgendwo herbekommt, sind es jetzt PDFs, was auch immer, Word-Dokumente, die werden in Teile zerlegt, die berühmten Chunks. Also einfach, um die Dokumente nicht zu groß werden zu lassen. Und die werden dann einzeln von dem Embedding-Modell verarbeitet, sodass dann Vektoren rauskommen. Und die werden dann zusammen mit den Textdaten und gegebenenfalls Metadaten in dem Vector Store gespeichert. Wie groß ist dann so ein, kann man das sagen, so 'n, ja, wie sagt man, so 'n Satz oder so 'n Vektor? Hat ja da also Das ist vom Embedding-Modell abhängig. Diese typischen, die man bei OpenAI oder bei Microsoft kriegt, sind, ich glaube, 1.500 Dimensionen, also 1.500
Fließkommazahlen. Es gibt auch kleinere. Wir haben eins verwendet, das hat um die 380 Dimensionen. Das hat relativ gute Performance. Es ist halt eben unterschiedlich, welches Modell man verwendet. Spielt dann die Wahl des Embedding-Modells eine Rolle, wie Ja, die auf Qualität jeden dann Fall. nachher Ja. ausschaut? Also es gibt sowohl Embedding-Modelle, die für spezielle Themengebiete trainiert sind, also Mhm. zum Beispiel medizinische Daten, Mhm. aber auch die Größe der Vektoren. Umso größer ein Vektor ist, umso mehr kann der natürlich abdecken. Also umso heterogener können die Daten sein. Muss natürlich auch mitrechnen, umso mehr Daten müssen auch abgespeichert werden. Wie finde ich dann raus, was das passende Embedding-Modell ist? Gibt's dann Ja, also man kann natürlich gucken, wenn ich schon eins ausgewiesen habe für medizinische Daten, dann Mhm. lohnt sich das natürlich zu testen, aber Mhm. ansonsten ist es viel mit Trial and Error verbunden. Also Mhm. man guckt, finde ich die Dokumente oder die Chunks, die ich für eine gewisse Antwort erwarte. Und Mhm. das ist halt viel Trial and Error. Spielt dann das Embedding-Modell auch eine Rolle, wie groß dann sozusagen eine Vector-Store-Datenbank Ja. wird? Also gibt es da eine Wechselwirkung? Auf Oder? jeden Fall. Also ich meine, in der Regel wird jede Dimension, das ist eine Fließkommazahl, halt mit 4 Byte abgespeichert. Und dann kann man sich ausrechnen, wenn man 1000 Dimensionen hat oder 1500, dann kann man schon grob überschlagen, 4, 5 Kilobyte an Daten. Und dazu kommen natürlich noch die Metadaten, der Text an sich zu dem jeweiligen Chunk und eben die Indexstruktur, um eine schnelle Suche darauf machen zu können. Kann man dann sagen, ich reite jetzt immer ein bisschen auf der Größe rum, wir gucken ja Mhm. gleich auch nochmal in so eine Datenbank rein, kann man dann sagen, je größer der Vektor-Store ist, desto besser sind auch die Ergebnisse oder gibt es da keine Wechselwirkung? Ich meine, die Ergebnisse oder die Vektoren können ja auch schlecht sein. Ja, Dann habe ich trotzdem eine große Datenbank, aber die Ergebnismenge ist nicht unbedingt besser. genau, also es hängt auf jeden Fall auf den Daten ab. Wenn die Daten, also der Eingabetext schon schlecht ist, wenn der Mhm. schlecht aus Dokumenten extrahiert ist, dann kann ich natürlich nicht erwarten, dass ich eine gute Suche drauf machen kann. Von dem Vector Store ist es immer so ein bisschen abhängig, welche Indexstruktur nutze ich. Da ist auch die Qualität ein bisschen, die steht und fällt mit der Indexstruktur. Ansonsten ist der Vector Store insbesondere für die Performance relevant. Sprich, wenn ich einen guten Vector Store habe, der macht womöglich schnellere Suche als womöglich einer, der mit der Datenmenge überfordert ist. Da habe ich ja schon, da kommen wir ja gleich dann noch zu, ganz viele Stellmöglichkeiten, um Richtig. ja, Performance, Qualität, Größe, um das irgendwo in Einklang zu bringen, Genau. um bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Jetzt ist es natürlich immer spannend, das interessiert mich auch immer am meisten, mal in so einen Vector-Store reinzugucken. Ich würde mal umschalten, Ja, klar. dass wir jetzt mal sehen, was du vorbereitet hast, Genau. beziehungsweise was hast du vorbereitet? Ich habe mir unser QM-Handbuch genommen Mhm. und habe da mal den gesamten Text extrahiert und habe den einfach gechunkt, also in kleine Stücke zerlegt Mhm. und den dann in 2 verschiedene Vector-Stores gespeichert, dass man einfach mal sehen kann, wie sieht womöglich der Unterschied aus. Und der zweite, den wir uns anschauen, der hat auch noch ein ganz nettes Feature, da können wir nachher ein bisschen erklären, was diese Suche eigentlich macht. Das ist jetzt dann hier ein ganz normaler, wie soll man sagen, eine administrative Hilfe, dass man quasi in die Datenbank Genau, reingucken genau, kann. Und genau. Das ist jetzt, was wir uns hier anschauen, das ist jetzt Elasticsearch, das ist so eine Open-Source-Variante, die wurde früher viel als Suchengine benutzt und hat jetzt auch die Vector Store Features. Und wir können jetzt einfach mal hier in so einen Datensatz reingucken. Das sind im Prinzip 3 Teile. Wir haben hier in der Mitte, fangen wir mal damit an, die Metadaten. Da kann man im Prinzip alles Mögliche ablegen. Wo kommt das Dokument her? Wie heißt es? Welchen Content-Type hat es? Wie groß ist es? Alles Mögliche, was eben an dem Dokument hängt. kann man ablegen, impliziert, dass du das definierst, was dort Genau, abgelegt das wird. kann man selbst definieren, Okay. was da landet. Dann haben wir den Content, das ist wirklich der Text, also die Daten, die wir verarbeitet haben und nachher im Vektor speichern. Mhm. Das ist das, was wir nachher wirklich als Ausgabe brauchen. Und das Embedding. Das Embedding ist das, wo wir eben drüber gesprochen haben, der Vektor. Und das sieht man hier, das sind 384 Fließkommazahlen. Und auf diesem Vektor wird eben diese Ähnlichkeitssuche gemacht. Faszinierend. Genau. Genau, und jetzt können wir noch mal schauen. Ich habe, wie gesagt, noch einen anderen Vector Store, der hat nämlich das Feature, dass wir die Daten mal visualisieren können. Und ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Ich habe gar nicht viel verstellt und wenn ich einfach unser QM-Handbuch abspeichere, kommen hier 2 Cluster raus. Weil seht, hier oben rechts haben wir ein Cluster und unten links haben wir eins. Und einfach auf Basis von diesen Vektoren hat sich ergeben, dass oben rechts, das sehen wir hier unten in dem Text, dass da nur das Inhaltsverzeichnis drin liegt. Das sehen wir an den ganz vielen Punkten. Und in dem ganzen linken Cluster ist nicht ein Eintrag mit dem Inhaltsverzeichnis vorhanden. Mhm. Und das nutzen wir eben aus, um zu sagen, okay, wenn der User eine Frage stellt,
bilden wir die Frage in diesem gleichen Raum ab wie die ganzen Einträge in dem Vector Store und gucken dann einfach, welche Punkte liegen rundherum und die nehmen wir uns raus. Das heißt also, da wo jetzt der Mauszeiger ist, wenn ich irgendeine Frage eingebe, dann wird sozusagen wie soll man sagen, die Position, Genau, also da wo jetzt der Mauszeiger stehen würde, wenn da genau. zugerechnet wird, dann ist die Ähnlichkeit im Sinne von was liegt rundherum, Was liegt das ist dann rundherum? sozusagen die Ergebnismenge. Genau, Kann man das so richtig, sagen? genau. Spannend. Ja. Was passiert dann damit? Also wenn ich dann mir das so vorstelle, ich habe halt ChatGPT-mäßig eine Oberfläche, ich tippe dann da irgendwie eine Frage rein. Mhm. Wird diese Frage dann erst nochmal zerlegt, bevor sie in den Vector Store geht? Oder geht die direkt dann, wie soll man sagen, wird die direkt weitergegeben? Genau, also manchmal wird die noch angereichert, aber im Prinzip landet die dann erstmal wieder in dem gleichen Embedding-Modell. Das ist wichtig, dass wir dann kein anderes verwenden. Und da kommt ja dann auch wieder ein Vektor raus. Und mit diesem Vektor gehen wir dann an unseren Vector Store und sagen dem hier, nimm diesen Vektor und such da praktisch die 5, 10, je nachdem, Punkte rundherum raus. Und diese Punkte gehen dann wieder zurück an irgendein Genau. Modell, was daraus dann eine natürlich sprachliche Anwendung Genau. formuliert. Da hatten wir eben gesehen, da sind ja die Texte mit abgespeichert, die holen wir uns raus. Und das geben wir dann einem LLM, schreiben dann hin, zum Beispiel sagen wir dem LLM, hier, der User hat die und die Frage gestellt und wir haben in dem Vector Store nachgeschaut und die Antworten gefunden. Das ist wahrscheinlich die richtige Lösung zu der Frage. Generiert daraus einen zusammenhängenden Text und präsentiert das dann. Und das macht dann das LLM. Transparenter kann man ja im Grunde nicht darlegen, dass die KI nichts versteht, sondern ja, es mit Mathematik, mit Statistik, mit Genau. Nähe zu vergleichbaren Chunks oder Ergebnissen zu tun hat, oder? Ja, genau. Also insbesondere die Antwort aus dem eigenen Dokumentenkorpus, die kommt aus dem Vector Store. Der trifft die Entscheidung, was die richtige Antwort ist. Funktioniert ja erstaunlich gut. Ne? Ja. Also daraus kann man ja dann schon irgendwie ableiten, dass viele Menschen denken, die KI denkt oder sie hat Ähnlichkeit mit Menschen. Aber dass durch Mathematik, durch Statistik so ein wertiges Ergebnis erzeugt wird, ist schon faszinierend. Ja, das finde ich auch, ja. Jetzt trotzdem nochmal, die Datenbanken werden dann deshalb so groß, weil ich so viele Informationen einbringe und die Ähnlichkeitsmodelle dann immer größer werden. Hat das damit zu tun? Klar, also umso größer die Embedding-Modelle, also die Vektoren sind, umso größer wird auch die Datenbank. Aber in der Regel ist es einfach damit verbunden, dass die Firmen einfach große Datenmengen haben. Also in unserem Beispiel haben wir immer geschaut, der Vector Store von Elasticsearch, der hat jetzt 1,7 Megabyte für das eine Dokument. Wenn man das jetzt natürlich hochrechnet, man hat nicht ein Dokument, wahrscheinlich auch nicht 1000, sondern eher so 10 oder 100.000 oder Millionen, dann kommt da natürlich schon einiges zusammen. Und das ist ja ein PDF, unser QM-Output, das hat selber, keine Ahnung, 200.000 oder so. Ja. Also das ist ja nur Text. Genau, Wenn man das dann tatsächlich hochrechnet, dann kommt man wirklich dann sehr schnell an Grenzen. genau. Gibt es dann dazu noch irgendwelche Mechanismen in diesen Vector-Stores, die, ja, sagen wir mal jetzt so eine Suche irgendwie beschleunigen? Oder gibt es da irgendwelche Indizes oder etwas, was das noch verbessert und was dann auch wiederum das Volumen der Datenbank vergrößert? Genau, also wir speichern ja diese Vektoren ab und was man in der Regel macht, ist keine echte Ähnlichkeitssuche, sondern eine Approximate Nearest Neighbor. Sprich, wir wollen nicht exakt wissen, was rundherum liegt, sondern wir machen so einen Trade-off und sagen, gib mir grob das, was rundherum liegt, nicht perfekt, aber dafür schnell. Und das muss natürlich irgendwie kompensiert werden, das ist nicht umsonst und das kostet Speicher. Ja, wir haben ja jetzt in einigen Projekten diese Systeme eingesetzt. Da geht es dann mal schnell um 10, um 20 Millionen Dokumente. Wie groß kann dann so ein Vector-Store werden? Ja, groß. Also in dem einen Projekt reden wir jetzt von, ich glaube, 1,5 Terabyte. Oh. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Wir haben zwar großspurig erklärt, dass wir auch über Kosten reden, aber das ist natürlich eine schwierige Größe, weil das immer abhängig ist von dem Cloud-Dienstleister, wo ich unterwegs bin. Aber mal so eine grobe Größenordnung, was dann so der Betrieb eines solchen Vector-Stores kostet? Ja, das ist mal ganz schnell in großen Bereichen, also so 100 bis 200 Euro am Tag ist einfach möglich. Ja. Daraus resultiert, dass man, um Kosten irgendwie auch zu sparen, immer auch versucht, an Stellschrauben zu drehen. Und das ist ja das, wo du dich gerade mit beschäftigst. Welche Wirkungen oder welche Auswirkungen hat es, wenn ich andere Systeme, andere Stores benutze? Richtig. Kannst du darüber mal kurz berichten? Genau, also ich bin gerade dabei, mir unterschiedliche Vector-Stores anzugucken, einfach mal zu schauen, wie schnell sind die, wie gut sind die Ergebnisse, die sie liefern. Wie gesagt, es kommen nicht immer die gleichen Ergebnisse raus. Einfach um mal so einen Überblick zu bekommen, was gibt es eigentlich noch? Und genau, da bin ich gerade dran. Und ja, es
bildet sich einiges ab. Manche sind in der Entwicklung einfacher, manche sind extrem schnell, was die Suche betrifft, aber die brauchen womöglich ein bisschen länger zum Daten ablegen. Ja, und das muss man halt dann eben abwägen. Entwickelt sich das schnell? Also entstehen da regelmäßig neue Systeme oder ist das eher, wie soll man sagen, auf der Zeitachse eine normale Evolution, dass sich die vorhandenen Systeme weiterentwickeln und man Also mittlerweile würde ich sagen, ist es eine normale Evolution. Gerade am Anfang, als gerade KI und diese Vektorstores aufgekommen sind, war es natürlich extrem schnell. Sind die wie Pilze aus dem Boden geschossen. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass fast jede Datenbank irgend so ein Vektorsuch-Feature implementiert hat. Von daher, wenn jede Datenbank was hat, kann sich nicht mehr so viel tun. Aber die entwickeln sich natürlich auch weiter. Also da gibt es dann neue Indexstrukturen. Es gibt jetzt mittlerweile sogar einfach Filesysteme, zum Beispiel in Amazon S3, die können jetzt auch schon Vektorsuche machen. Also es gibt immer noch Neues, aber es ist bei weitem nicht mehr so schnell wie am Anfang. wenn wir jetzt so zurück zu so einem Kundenprojekt mit 2 Terabyte an Daten, wenn du dann dort feststellst, man könnte durch einen anderen Vektorstore Kapazität sparen und möglicherweise Performance erhöhen, lässt sich das dann natürlich mit Aufwand, aber Ja. kann man dann sagen, okay, wir stellen das System jetzt um? Das ist natürlich mal so ein bisschen davon abhängig, was die Kunden wollen. Kostenfrage. Mhm. In dem Fall, wir haben das jetzt gerade hinter uns, wir sind relativ homogen gewechselt, sprich wir sind von Elasticsearch nach OpenSearch, das ist relativ ähnlich, das Produkt, und auch sehr flexibel, sprich das konnten wir relativ einfach umstellen. Wenn man natürlich jetzt zu einem anderen Vektorstore wechselt, kann das mit deutlich mehr Arbeit verbunden sein. Solange aber die Daten die ähnlich sind, oder es sind ja dann die gleichen, ich schiebe es ja nur in eine andere Datenbank, sollte das möglich sein, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt zu einer anderen Datenbank, können trotzdem noch suchen, müssen halt gegebenenfalls Schnittstellen anpassen. Mhm. Klar. Aber das ist dann quasi so ein ongoing-Prozess, ohne dass der Benutzer beim Kunden da irgendwas von mitbekommt, wenn so eine Umstellung Ja, je stattfindet. nachdem, was halt im Hintergrund läuft. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, wir haben irgendeinen Prozess, der permanent Daten verarbeitet und die Ergebnisse in den Vektorstore abspeichert, dann muss man die schon anhalten, weil man muss den alten Vektorstore exportieren und die Daten dann in den neuen importieren und dass da möglichst kein Delta entsteht, muss man halt dann den Prozess schon mal unterbrechen. Jetzt haben wir ja die Cloud-Welt, kann die Dinge ja alle in der Cloud hosten. Ich kann das aber auch selber Genau. betreiben. Das hat immer mit Lizenzkosten und auf der anderen Seite mit Rechenzentrumskosten zu tun. Hast du da eine Meinung zu? Oder gibt es da eine Empfehlung, welches aus rein technischer Sicht, aus rein Performance-Sicht besser ist? Welches Modell? Oder kann man das gar nicht ohne Kenntnis der infrastrukturellen Gegebenheiten beim Kunden Ja, es ist schon sehr abhängig von der Infrastruktur, insbesondere jetzt zum Beispiel Elasticsearch setzt voraus, dass man SSDs in dem Server hat, den man verwendet, und das ist nicht immer der Fall. Deshalb, da ist es oft sinnvoll, einfach die Services einzukaufen. Der große Vorteil, den man einfach hat, wenn man das selbst hostet, ist, man hat natürlich eine andere Freiheit und eine andere Sicherheit der Daten gegenüber. Die liegen dann halt auf der eigenen Festplatte und nicht irgendwo in irgendeinem Rechenzentrum. Mhm. Ja. Wenn man dann so einfach mal in so einen Self-Hosting-Ansatz geht, wie muss die Maschine dann auch, die so ein Vektor-Store bereitstellt, muss die über Speicherkapazitäten verfügen oder muss die auch über Rechenintelligenz verfügen, um das bereitzustellen, was dann im Store drin liegt? Im Prinzip alles. Okay, Also wir also brauchen, schon eine Leistungssteigerung. ja, also klar, Speicher ist logisch. Mhm. Die Indexstrukturen sollten am besten im Arbeitsspeicher liegen, sprich wir brauchen auch viel Arbeitsspeicher. Mhm. Und es gibt auch schon Vektorstores, die eben parallelisieren und dementsprechend sogar Grafikkarten gebrauchen könnten. Mhm. Also im Prinzip durch die Das Bank volle weg alles. Programm. Ja. Gut. Wie kann man dann sagen, bevor wir zu einem Fazit kommen, dass die Qualität des Vektorstores einen maßgeblichen Anteil hat auf die Ergebnismenge des Auf KI-Ansatzes? jeden Fall, ja. Also ich meine, da kommt ja im Prinzip die Wahrheit her. Genau. Und umso besser da die Ergebnisse sind, also nicht nur performance-seitig, weil umso länger der Vektorstore sucht, umso länger dauert die Antwort. Aber auch klar, umso besser die Ergebnisse um den Punkt, den wir suchen sind, umso besser ist auch die Antwort. Also im Grunde ist das, was du zu Beginn gesagt hast, dass der Vektorstore wie das Gedächtnis ist. Genau. Kann man schon, wenn nichts drin ist im Gedächtnis, kann auch nichts Richtig, rauskommen. exakt. So einfach ist das. Ja. Dein Fazit? Es ist ein interessantes Thema. Man kann, wie du schon gesagt hast, man hat viele Stellschrauben, man kann viel optimieren. Es ist aber auch mit Arbeit verbunden. Also du musst schon hin und wieder mal schauen, wie ist denn jetzt meine Suchperformance? Kann ich was anders machen? Lohnt es sich, irgendwo anders hinzuwechseln? Lohnt es sich, den Index zu ändern?
Und das sind halt so ganz viele Sachen, die schon arbeitsintensiv sind, wo man schon dahinter sein muss und gucken, wie ist mein aktueller Stand und wie kann ich ihn verbessern. Es ist tatsächlich wirklich, wie man so schön sagt, ein ongoing Prozess. Wenn Ja, ich eine ja, auf jeden Datenbank habe, eine Mongo-Datenbank, eine SQL-Datenbank, da schmeiße ich meine Daten rein. Genau. Da kann ich in 10 Jahren immer noch mitarbeiten. Aber bei so einem Vector-Store-Ansatz muss ich schon irgendwie immer gucken, wo ich Verbesserungsmöglichkeiten Genau. habe, sei es nur um Geld zu sparen am Ende Ja, des ja, Tages. ja, definitiv. Sehr spannend, Patrick. Ja, finde ich auch. Man merkt doch, dass es dein Thema ist, oder? Ja, ich bin viel mit Vectorsource beschäftigt in letzter Zeit, ja. Sehr gut. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke für deine aufschlussreichen und sehr mitnehmenden Beschreibungen. Das war wirklich spannend. Mal gucken, was wir uns das nächste oder welches Thema wir uns demnächst annähern. Da hast du ja eben schon einen Vorschlag gemacht. Genau. Durchaus spannend und ja, ich denke, das Thema KI wird uns noch weiter umtreiben. Heute Morgen, das fand ich noch interessant, habe ich gelesen, dass im Guardian eine Information veröffentlicht wurde, dass man davon ausgeht, dass die Rechenzentren, die in Großbritannien geplant werden, dass die den den Stromverbrauch, den das gesamte Land hat, mehr als verdoppeln werden. Das ist absurd. Das Das ist ist krass. Ja. ja, aber das zeigt irgendwo, wo es hingeht, weil das, was du hier so dargestellt hast mit den Vector-Stores, bedeutet ja auch, dass ich Power brauche. Ne? Ja, Ob ich die ja. jetzt selber hoste oder ob ich die in der Cloud beziehe. Genau. Ich brauche Strom, ich brauche Kapazitäten, um das alles. Ja. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie sich die Welt da weiterentwickelt. Ich auch. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und uns gewogen und bis zum nächsten Mal.